Ja, kann ich das Ganze... Ich nehme das ja zum Glück auf, alles. Weil hier steht Web-Test. Ich weiß nicht, ob das nur ein Test ist, ob das jetzt legit ist. Ich meine, legit ist es schon irgendwo, aber ob das jetzt ein Placeholder-Datum ist? Ich muss erstmal meinen Urlaubsplan raus von der 17.04. Das geht doch nicht. Die können das doch nicht schon einen Monat früher machen. Ich habe da gar keinen Urlaub. Ich kann da, glaube ich, Urlaub nehmen. Ja, das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Dass das jetzt 17.04. Ich habe gerade ein Video bei YouTube hochgeladen, dass ich habe das Logo geleakt. Jetzt ist hier die ganze Webseite schon. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, was schon mal Interessantes ist, this time it is Region versus Region. Team up with your region and battle for victory. Zone 1, Zone 2, Zone 3 und Zone 4. Okay, also wir sind nicht mit den Amis und wir sind Europäer. Das haben wir haben wahrscheinlich den competitivsten Bereich. Also theoretisch ist es einfach Totemia plus Burudeng. Dann können sie auch gleich den Server mergen. Was ist das jetzt ohne die Pinoys und so? Ist ja langweilig. Sind ja nur wir Reichen gegen uns Reiche. Das ist doch scheiße. Voila. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass keine Anzeichen von irgendeinem Content-Update hier so wirklich sind, ne? Ich hoffe, wir kriegen trotzdem einen gemeinsamen FWC-Server wie die Jahre davor auch und nicht irgendwie 4 verschiedene für jede Zone ein. Ich glaube aber auch nicht, weil ich glaube, die Finals werden halt dann trotzdem am Ende ja in Manila sein und dann brauchen sie ja die Charaktere, die am Ende dann dagegen kämpfen, weil es ist ja wieder in Manila. Event is taking place, PvP Finals. Compete for Sport. Ich glaube jetzt nur... Wie machen die das denn mit den Zonen denn, dass wir... Also ich glaube... Naja, so wie sie von dem Trailer aus, ne? Also... In Köln wird Zone 2 dann vielleicht vor Ort die regionale PvP-Finals oder sowas sein. Und dann 4 Teams, jeweils aus einer Zone. Das gewonnene Team ist dann in Manila zum richtigen Finale denn. Papyrus Rewards, ich glaube, das ist das gleiche wie letztes Jahr. Also Inventory Bag, not bad. Arms. Aber Enhanced Equipment Exchange Level, was wollen sie denn diesmal machen? Sagt mir bitte nicht, wir bekommen die Luzaka-Waffen mit Luzaka Crystal Skin in Gold. Bruder, das wäre ja totaler Abfuck. Stell dir mal vor, du musst da mit den Franzosen auf die Bühne. Ja, wenn ich es wenigstens schaffen würde, mal annähernd so weit zu kommen. Ich muss halt einfach mal durchspielen. Dieses Jahr aber wirklich. Aber Startdatum. Also wenn jetzt wirklich... Wie kommen die halt auf... Das ist, glaube ich, legit, ne? Das wird ja nicht der 4.17. sein, sondern der 17.04. Und ich glaube, das ist legit. Ich muss erstmal gleich runter meinen Urlaubsplan holen. Aber vielleicht ist es halt so, wie wir einmal gesagt hatten, FWC, dass halt irgendwas Besonderes nicht neues Equipment ist. Also, dass es halt wirklich weitergeht mit Level Reach und neues Equipment. Sondern dass du halt wirklich so dieses Luzaka Exchange hast dieses Jahr. Vielleicht das Wild Set. Und dafür, ja, ich weiß nicht, vielleicht noch halt FWC Ruhen, FWC Schmuck wieder irgendwas, so wie halt das erste Jahr, dass es in die Richtung dann eher geht. Worauf ich ehrlich gesagt, eher weniger Bock habe, aber am Ende, ey, ich zieh durch. Aber irgendwo würde der Hype, glaube ich, schon stark verloren gehen und für viele auch der Anreiz, wenn halt wirklich kein neues Equipment und Levelerweiterung kommt. Work. Wie viele Tage vorher wurde letztes Mal FWC angekündigt? 6 Tage vorher. Wurde es letztes Jahr angekündigt. 6 Tage vorher. Also theoretisch könnten wir mit einer am 11.04. ist... Was ist... Ey, der 17.04. ist auch noch ein Donnerstag. Das kommt hin. Das kommt hin. Das kommt hin. Ist ein Donnerstag. Ist ein Serverwartungstag. Und es ist auch der nächste Serverwartungstag. Oh, ey. Oh. Scheiße, Digga, es geht schon los. Es geht schon los.
denke, die bringen neuen Content. Die wissen doch auch, wie die sich die Kassen vollknallen können. Ja, scheinbar nicht. Da ist kein Update-Tag mehr. Es kommt ja alle 2 Wochen kommt ja ein Update, so allgemein, außer besondere Sonderfälle. Und am 3. jetzt hatten wir Wartungstag. Das heißt, der nächste Wartungstag ist regulär am 17.04., wo auch FWC aufmachen soll. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Da kommt schon FWC, das ist einfach einen Monat früher schon. Universe Discord wurde direkt gelöscht. Der Universe Discord wurde gelöscht. Da ist hier wieder in Manila. Na, so wie es aussieht, haben wir ein 4-Zonen-Region-Kampf. Also so wie ich mir das vorstelle, werden dann, wenn die PvP-Finals so anstehen, also die PvP-Turniere, wird man in seiner Zone kämpfen. Die hatten ja beim letzten FWC-Abschiedsvideo oder sowas Köln, ich wollte schon sagen Neukölln, Köln gezeigt als Stadt für FWC. Dann haben sie, glaube ich, Los Angeles gezeigt und so als FWC-Stadt. Also es sieht so aus, als ob wir örtliche Turniere dann haben. Für uns, Köln, EU, Afrika. Ich weiß zwar nicht, ob es in Afrika Live-Spieler gibt. Aber da werden dann wahrscheinlich dann Turniere in Köln dann sein. Cool. Und ich denke mal, die Sieger aus jeder Region, aus jeder Region werden dann nach Manila fliegen, um dort dann die Finals zu machen. So scheint es irgendwie zu sein. Weil, wie gesagt, man hat hier irgendwie Region gegen Region. Und dann hat man PvP Finals Event is taking place in Manila, Philippines. Ich denke mal, die Gewinner aus jeder Region kämpfen dann da alle gegeneinander. Aber dass sie den FWC früher bringen, ist maximal lost. Dann wird so ein Copy-Paste FWC. Leider sieht es bis jetzt mit den neuen Leaks auch so aus. Also Copy-Paste würde ich nicht sagen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in letzter Zeit irgendwie richtig lag. Was? Also dass FWC kommt, da lag ich ja schon mal richtig. Aber mit dem Datum und vorher großes Update, ja, schwierig. Schwierig. Ja, wird man sehen. Ich hoffe, dass sie, wenn wir bei dieser Version erstmal irgendwie bleiben, also die Hauptbestandteile des Endgames und alles sowas, dass wir dann, weiß nicht, wie halt beim ersten FWC irgendwas mit Schmuck-Exchange, Drops bei Hardbossen oder sowas, dass du diese Fragmente farmen konntest und dass wir da in die Richtung halt irgendwas Spezielles, FWC-Exklusives bekommen. Also wie gesagt, wenn die Präregister live geht und das Datum wirklich legit ist, ja, da muss ich auf Arbeit so auf die Knie gehen. Dass ich da Urlaub hin und her. Es wäre so was vom fucking Ass, Mann. Ich habe einfach einen Monat später habe ich dann meine Urlaubssession. Da habe ich auch keine 200 Views mehr, da habe ich dann auch nur noch meine 80. Ist doch scheiße. Kein Sabaton machen. Dann ist Ostern. Ostersamstag, Familiengeburtstag, Ostersonntag, Ostermontag. Da kann ich nicht zocken. Außerdem muss ich da arbeiten, das ist Nachtschicht. Und die Zulagen lasse ich mir nicht entgehen. Ist doch scheiße, Digga. Ist doch richtig kacke. Kündigen. Erstmal kündigen. Erstmal Geburtstag kündigen. Allem anderen kündigen. Ist doch richtig scheiße, Digga. Nee, das kann nicht sein, Digga. Ich krieg da schon wieder richtig Frust deswegen, wegen meiner Sucht. Weil ich weiß, ich sitze dann beim Familiengeburtstag, wollte es eigentlich in Ruhe alles enjoyen. Scheint bestimmt die Sonne, Kinder sind da, haben Spaß, gibt lecker Essen und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir nur, scheiße, Digga, FWC, die droppen sich alle das und das, die machen alle das und das und ich sitze hier bei Sonnenlicht und die Familie freut sich und ich kann an nichts anderes denken als dieses fucking FWC, Alter. Ah, nee. Oder ja, ich gehe erstmal, wo ist das Klo? Ich weiß ja, wo das Klo ist. Ja, und erstmal mit Laptop. Laptop erstmal auf Klo gesetzt. Oh, scheiße, Digga, nein, was sagt Digga? Ah. Ach, ist doch kacke. Ist doch richtig, ey. Also wenn das wirklich so kommt, ne, das macht mich schon mad. Ich habe zwar dann hinten raus denn gut Zeit, quasi nach einem Monat, aber da ist der Anfangshype schon wieder vorbei, der. Da habe ich dann schon keinen Bock mehr. Dann Stream an vom Pod. Mann, das macht mich so mad, Digga.
das vor Ostern auch noch.